Die Godot Engine 4.7 Development Snapshot 4 wurde am 9. April 2026 veröffentlicht und heute in diesem Video schauen wir uns an, was sind die großen Neuerungen. Spoiler vorweg, es werden weniger, das heißt wir nähern uns schon bald den Betas, wo dann nur noch Bugfixing betrieben wird. Aber wie immer gilt, wir fangen an mit den Highlights und nehmen uns dann eben die Dinge, die relevant sind, aus dem interaktiven Changelog raus. Lass du gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen sollte, abonniere auch gerne, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mal in die Kommentare, auf welche Features aus diesem Teil du dich am meisten freust. Und wir legen jetzt los. Beginnen wir also in diesem Video wie immer mit den Highlights und das erste Neue ist, es gibt jetzt beim Rendering Nearest Neighbor Scaling, eben eine neue Rendering-Art für unter anderem den Viewport und da gibt es jetzt eben neben dem typischen bilinearen Filter jetzt eben das neue Verhalten Nearest Neighbor. Ihr seht, das sieht wirklich retro aus, alle Pixel sind hier sichtbar und damit könnt ihr also entsprechend schöne Retro-Games bauen. Zumindest wenn das euer Interesse und Ziel ist. Ansonsten gehen wir auch schon direkt weiter zu den Control Nodes, denn eine Neuerung, die die haben, ist eine Eigenschaft mit dem Titel Custom Maximum Size. Ihr wisst ja vielleicht, dass die Control Nodes, also die Nodes, mit denen man UI-Elemente baut, unter anderem ja schon eine Eigenschaft Custom Minimum Size haben. Eben eine fixe Mindestgröße, unter die diese gar nicht drunter gehen können. Jetzt gibt es das Gegenstück dazu eben mit der Custom Maximum Size. Das heißt, über die dort eingetragene Größe können sie nicht hinaus wachsen. Im Szenenbaum wird das Drag und Drop vereinfacht und auch visuell klarer, denn im Vergleich zur vorherigen Version könnt ihr jetzt genau sehen, auf welcher Einrückung fügt ihr eure Nodes ein und unter oder über welchem, das wird einfach hier durch eine klare Linie bekannt gemacht. Hier unten auch im größeren Kontext, bei einem größeren Szenenbaum seht ihr auch, das geht jetzt auch auf der horizontalen, also von links nach rechts, wenn ihr hier eben verschiedene Einrückungsebenen nutzen wollt, das ist direkt erkennbar. Dann im Inspektor, im Editor, gibt es jetzt breitere Felder, wenn ihr Arrays oder eben Listen nutzt. Das war vorher wirklich immer genauso 50-50 wie bei allen Arten von Variablen. Jetzt kriegen die Arrays locker 80%, wo ihr auch direkt die Werte richtig sehen könnt und somit muss der Inspektor weniger breit aufgeklappt werden. Und dann kommen wir auch schon hier unten zu den einzelnen Punkten, die verstreut sind über den interaktiven Changelog. Und wir gehen das mal der Reihe nach von oben nach unten durch und wie gesagt, es sind weniger Features, als es aussieht, vor allem, weil es auch nur noch 188 Fixes sind, während es im vorherigen noch über 250 bis 300 waren. Es wird also langsam wirklich der Weg Richtung Beta. Fangen wir mal oben an, beim Bereich 3D. Add Vector Components to 3D Ruler Tool. Das ist hier dieses. Ihr kennt noch vielleicht aus der Godot Engine 4.4, dass jetzt eben dort ein Messwerkzeug eingefügt wurde. Und wenn ihr jetzt eben im 3D-Raum hier Größen, jetzt in dem Fall ausmessen wollt, von Vertices, Kanten und Flächen, dann kriegt ihr jetzt hier ein passendes Geodreieck angezeigt mit den 3 Komponenten und ihr könnt hier klar erkennen, wie viel ist das jeweils. Genauso auch hier zum Beispiel, da könnt ihr nachverfolgen in den Dimensionen, wohin, wie lang ist das in Einheiten Meter. Dann haben wir Add Type Filters to create Dialog. Also wenn ihr Nodes und Ressourcen erstellt, dann gibt es jetzt eine neue Filterung und das könnt ihr euch mal genau hier anschauen. Auf der rechten Seite da oben, da gibt es eben die Möglichkeit Show Built-in, Show Custom oder Show Editor auszuwählen. Dadurch wird diese Liste hier direkt aussortiert nach den Nodes, die ihr vielleicht gar nicht haben wollt. Zum Beispiel eben nur Custom Nodes. Ihr seht hier, das sind die selbstgeschriebenen. Und dann haben wir unter anderem Built-in und Custom. Da könnt ihr jetzt sehr einfach filtern. Dann Rechtsklick auf gerade nicht geöffnete Szenen-Tabs sind jetzt möglich. Vorher war es so gewesen, wenn du einen Tab rechtsklickt hast, dann hat sich dieser nach vorne in den Vordergrund als aktiven Tab gesetzt. Das gibt es jetzt eben nicht mehr.
Spannend wird's im Bereich GD Extensions in der 4.7, denn jetzt könnt ihr alle GD Extensions, die geladen sind, direkt über die Projekteinstellungen sehen. Ihr geht ganz oben auf Project und dann Project Settings und hier gibt's einen neuen Reiter namens GD Extension. Hier könnt ihr dann eben alle installierten GD Extensions sehen und die auch in dem Falle hier neu laden, gucken, für welche Version mindestens werden die gebraucht, was ist die höchste Version, die supportet wird. Es ist ganz simpel. Hinsichtlich Partikeln gibt es eine Änderung, die wird als Compatibility Breaking gesehen, also Kompatibilität wird gebrochen mit der vorherigen Version, denn bei Partikeln wurde das Berechnen der Angular Velocity angepasst. Deswegen ist das Ganze eben als Breaking Change markiert. Ihr müsst halt gucken, ob sich dadurch bei eurer Konfiguration irgendwas großartig ändert. Wenn nicht, einfach so lassen, wie es ist. Dann, hinsichtlich Windows wird jetzt das One-Core TTS Support integriert, und zwar mit C++ WinRT. Und was ist genau das? Das erlaubt euch im Grunde jetzt über diesen Bug, der vorher offen war, Display Server TTS Get Voices wirklich alle installierten Text-to-Speech-Stimmen rauszulesen. Das gab vorher Probleme, dass nicht alle gefunden wurden. Jetzt ist das Ganze korrekt und zumindest unter Windows habt ihr dadurch alle Stimmen ladbar. Und zum Schluss für dieses Video hinsichtlich C#. Es gibt jetzt bei .NET eben eine Implementierung für Add Range, und zwar für das Godot Collections Array. Das heißt, ihr könnt jetzt Add Range aufrufen und so eine iRead-Only-Span hinzufügen, einfach quasi eine Spanne von Elementen. Ja, das ist schon das heutige Video tatsächlich. Ich bin durch den interaktiven Changelog hier durchgegangen, aber es wird wirklich sehr, sehr, sehr viele Fixes. Wir können ja mal hier gucken mit Steuerung F nach dem Wort Fix und dann haben wir alleine hier 69 Einträge von 188. Das sind auch viele dabei, wo man sagt, es sind kleine Änderungen unter der Haube, aber trotzdem, es sind größtenteils eben Verbesserungen für die Engine. Und auch das wieder in den verschiedensten Bereichen. Aber gut, das war das heutige Video zur Godot Engine 4.7 Development Snapshot 4 und damit warten wir mal auf Development Snapshot 5. Ob da noch große Features kommen werden, bin ich gespannt. Ansonsten, wir sind auf einem sehr guten Weg zur Beta. Die Anzahl nimmt ab, aber dafür auch die Qualität der Engine zu. Was findet ihr am interessantesten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Sonst einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und wie immer gilt, alle Fragen und Feedback gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye.